They're best buds now. Ein Husky-Welpe Yeah, und ein 6 you like Monate altes Ella, I Baby know. entwickelten eine so unglaubliche Bindung, dass ihre No. ganze Familie sprachlos war. Diese sanfte Geschichte wird euren Glauben an bedingungslose Freundschaft wiederherstellen. Als Luna zum ersten Mal die kleine Emma traf, hätte niemand vorhersagen können, was als nächstes passieren würde. Aber was diese beiden zusammen machten, veränderte alles, was die Familie Schmidt über das gemeinsame Aufwachsen zu wissen glaubte. Vor 6 Monaten war Luna nur ein 8 Wochen alter Husky-Welpe, als die Familie Schmidt sie nach Hause brachte, um Baby Emma zu treffen. Lunas erste Reaktion war pure Neugier. Dieser Blick voller Staunen wie, was ist dieses winzige, faszinierende Ding? Aber sie hatten keine Ahnung, dass sie dabei waren, etwas wirklich Besonderes zu erleben. Als sie Luna nach Hause brachten, nannten sie es die Flitterwochenphase. Diese 2 kleinen Babys saßen zusammen, streichelten sich gegenseitig, lernten sich kennen. Die Familie liebte die Idee, dass sie ähnlich alt waren und schauten einfach zu, wie sie zusammen aufwuchsen, fast als würde sich eine Geschwisterbeziehung direkt vor ihren Augen bilden. Aber was die Familie nicht erkannte, war, dass Luna bereits jede Bewegung von Emma studierte, ihre Muster lernte, ihre Bedürfnisse auf eine Art verstand, die bald alle erstaunen würde, die es miterlebten. Wenn ihr herzerwärmende Geschichten schätzt, die die meisten Menschen nie miterleben dürfen, solltet ihr jetzt vielleicht den Abonnieren-Button drücken. Was ich euch gleich zeigen werde, ist so unglaublich, dass manche Leute denken, es ist zu schön, um wahr zu sein. Luna lernte schnell etwas, das die ganze Familie erstaunte. Sie fand heraus, welchen Vorteil es hatte, neben Emmas Hochstuhl zu sitzen, und Luna wusste genau, wann sie ihren Snackbecher in der Hand hatte. Was als nächstes passierte, war pure Magie. Emma fütterte sie durch das Gitter. Nicht zufällig, absichtlich. Diese beiden hatten ihr eigenes Teilensystem entwickelt, das die meisten Erwachsenen nicht so gut hinbekommen hätten. Sie lernten, wie man auf die natürlichste Art teilt, und die Familie erkannte, dass es eine Bindung war, die nur sie hatten und die niemand sonst jemals verstehen würde. Die Familie Schmidt begann, diese Momente zu dokumentieren, weil sie nicht glauben konnten, was sie sahen. Jede Interaktion schien ihre Verbindung noch mehr zu stärken. Wenn es euer Herz zum Schmelzen bringt, diese 2 Babys kommunizieren zu sehen, drückt den Daumen-hoch-Button, denn was als nächstes kommt, wird euch absolut umhauen. Aber hier wurde es richtig unglaublich. Luna entwickelte eine Morgenroutine, die man gesehen haben musste, um sie zu glauben. Sie musste jeden einzelnen Tag die erste sein, die Emma Aufmerksamkeit schenkte. Luna begann, ihre Schnauze durch die Gitterstäbe zu stecken und die sanftesten Geräusche zu machen, als würde sie sagen, »Guten Morgen, beste Freundin«. Die Bettchensache begann als eine dieser natürlichen Entwicklungen, aber sie liebten es, absolut dort zusammenzuspielen. Die Familie fand die beide einfach zufrieden abhängen, als wäre das Normalste auf der Welt. Was alle am meisten erstaunte war, wie Luna zu verstehen schien, wann Emma Trost brauchte versus wann sie spielen wollte. Es war, als könnte sie Emmas Gefühle besser lesen als jeder andere in der Familie. Sie unterhielten sich ständig miteinander. Die Familie hörte sie ganze Gespräche führen. Emmas Geplapper vermischt mit Lunas sanften Wuffs und liebevollen Winseln. Niemand wusste jemals, was sie zueinander sagten, aber die Kommunikation war unbestreitbar. Habt ihr jemals 2 Babys gesehen, die ihre eigene Geheimsprache entwickeln? Schreibt mir in die Kommentare, was ihr denkt, was sie zueinander sagen. Das Leben mit diesen beiden wurde zur ständigen Komödie. Sie stellten ständig zusammen etwas an. Das wurde zum Namen des Spiels im Schmidt-Haushalt. Das eine, was die Familie wirklich verrückt machte, war Emmas Obsession mit Lunas Wassernapf. Sie krabbelte direkt dahin und Luna saß einfach da und schaute zu, als wäre das völlig akzeptables Verhalten. Emma ging sogar in Lunas Box. Sie krabbelte direkt da rein und machte es sich gemütlich, und Luna rückte einfach zur Seite, um Platz zu machen. Sie hatten diesen unglaublichen Respekt füreinander gelernt, während sie gleichzeitig absolut alles teilten. Die Nachbarn begannen über diese ungewöhnliche Freundschaft zu reden. Frau Müller von nebenan brachte ihren Morgenkaffee ans Fenster, nur um Lunas und Emmas tägliche Abenteuer im Hinterhof zu beobachten. Ihre Tage bestanden daraus, einfach im Haus herumzuspielen und draußen zusammenzuspielen. Luna folgte Emma überall hin, und sie hatten beide gelernt, wie man sanft miteinander umgeht, auf eine Art, die die Familie erstaunte.
teilt das mit jemandem, der sehen muss, wie echte Freundschaft aussieht, wenn sie natürlich wächst. Dann kam der Moment, der bewies, wie tief ihre Verbindung wirklich war. Emma hatte einen dieser schwierigen Tage, die alle Babys haben. Sie weinte untröstlich während ihres Nachmittagsschlafs und nichts, was die Familie versuchte, funktionierte. Luna, ohne jede Aufforderung von jemandem, ging zu Emmas Bettchen und begann die sanftesten, tröstendsten Geräusche zu machen. Innerhalb von Minuten hatte sich Emma komplett beruhigt. Sie griff durch die Gitterstäbe und packte Lunas Fell und beide schliefen genau dort ein, Emma in ihrem Bettchen, Luna zusammengerollt auf dem Boden neben ihr. Das wurde ihre neue Mittagsschlafroutine. Jeden Nachmittag positionierte sich Luna neben Emmas Bettchen wie ein pelziger Schutzengel und sorgte dafür, dass sich ihre beste Freundin sicher und beschützt fühlte. Was denkt ihr? Bedeutet es, wenn sich zwei Babys verschiedene Arten als beste Freunde wählen? Aber hier wird diese Geschichte kontrovers und ich möchte, dass ihr beide Seiten hört. Manche Experten sagen, was wir bei Luna und Emma sehen, ist pure Wissenschaft. Dr. Michael Weber argumentiert, dass Hunde evolutionär programmiert sind, menschliche Säuglingssignale zu lesen. Das ist keine Magie, das ist Überlebensinstinkt. Aber andere Forscher sind völlig anderer Meinung. Dr. Sarah Klein glaubt, wir erleben etwas Tieferes. Ich sehe eine echte emotionale Verbindung, die über Instinkt hinausgeht. Dieser Husky trifft bewusste Entscheidungen zu trösten und zu beschützen. Also, welche Seite hat recht? Uralte Programmierung oder wahre Freundschaft? Als Wochen zu Monaten wurden, wurde ihre Bindung stärker. Emma läuft und plappert mehr, zeigt der Familie, wie viel Spaß noch bevorsteht. Aber hier ist das, was die Menschen spaltet. Wenn Emma weint und Luna angerannt kommt, ist das trainierte Reaktion oder echte Empathie. Wenn Luna Emma während der Mittagspausen beschützt, folgt sie Ruderinstinkten oder wählt sie zu lieben. Die Familie Schmidt hat keinen Zweifel. Luna trifft bewusste Entscheidungen, Emmas Bedürfnisse an erste Stelle zu setzen, sagt Emmas Mutter. Das ist Freundschaft. Kritiker argumentieren, die Familie projiziert menschliche Gefühle auf normales Hundeverhalten. Wir wollen glauben, dass unsere Haustiere uns so lieben, wie wir sie lieben, sagt Dr. Klaus Wagner. Aber Hunden menschliche Motivationen zuzuschreiben, kann irreführend sein. Doch Unterstützer weisen hin auf Momente, die jede Erklärung trotzen. Warum tröstet Luna nur Emma und ignoriert andere weinende Babys? Zu wissen, dass Emma immer diese Freundschaft haben wird und Luna immer ihren Menschen haben wird, ist etwas Besonderes. Sie sind wahre beste Freunde, wachsen zusammen auf, lernen jeden Tag voneinander. Die Frage, die Forscher verfolgt, wenn das keine echte Freundschaft ist, warum sieht es dann genauso aus wie Liebe? Was denkt ihr passiert wirklich zwischen diesen zwei Köpfen, wenn sie kommunizieren?